Die meisten von uns hängen bei künstlicher Intelligenz auf Level 1 fest. Und genau deshalb nimmt sie dir im Projektalltag kaum echte Arbeit ab. Denn KI im Projektmanagement hat 5 verschiedene Level, die man kennen sollte. Auf Level 1 ist sie ein einfaches Chatfenster, das nichts über deine Projekte weiß. Auf Level 3 hört sie auf, sich Dinge auszudenken und bekommt langsam Kontext. Und auf Level 5 wird es fast schon futuristisch. Da ist die KI kein Chatfenster mehr, sondern wie ein Kollege, den du auf Aufgaben ansetzen kannst. Hey, Vincent hier und schön, dass du da bist. Zeigen werde ich dir die 5 Level ganz konkret an A-Work, einem Projektmanagement-Tool aus Hamburg, das bei dem Thema KI gerade richtig Gas gibt. Auf meinem Kanal gibt es schon ein paar Videos zu A-Work, weil ich ehrlich gesagt Fan bin und das Tool auch bei meinen eigenen Kunden schule. Dieses Video hätte ich also sowieso gemacht. Ich freue mich aber umso mehr, dass A-Work es gesponsert hat und mir einen Einblick in Level 5 gegeben hat, das noch gar nicht öffentlich ist. Aber jetzt geht's erstmal los mit Level 1. Und Level 1 kennst du. Ein Chatfenster neben deiner eigentlichen Arbeit. ChatGPT, Claude oder wie hier Copilot. Du fragst die KI und alles, was sie wissen soll, musst du ihr selbst erzählen. Versteh mich nicht falsch, das ist ein völlig legitimer Einstieg. Ich nutze solche einfachen Chats jeden Tag. Für Recherchen, für Formulierungen, für schnelle Fragen ist sie super. Aber jetzt machen wir mal ein Experiment. Ich stelle diesem Chatfenster eine ganz normale Frage aus dem Projektalltag. Ich gebe mal ein, wie ist der Stand in meinem Projekt? Gib mir ein kurzes Status-Update für den Kunden. Und was kommt zurück? Erstmal ein Stück weit Ehrlichkeit. Die KI schreibt mir, dass sie keinen Zugriff auf meine Projektdaten hat. Und dann liefert sie trotzdem einen fertigen Text. Schau dir den mal an. Das Projekt läuft planmäßig weiter, wesentliche Risiken oder Verzögerungen sind aktuell nicht gemeldet. Klingt erstmal gut, ist aber komplett geraten. In meinem echten Projekt liegt genau in diesem Moment ein Blocker bei einem Arbeitspaket und 4 Aufgaben sind überfällig. Wenn ich das so an den Kunden rausschicke, schreibe ich ihm was überhaupt nicht stimmt. Und ganz am Ende bietet mir die KI an, ich soll ihr doch meine Projektnotizen und Aufgaben schicken. Dann macht sie ein konkretes Update raus. Merkt ihr diesen Satz? Der beschreibt Level 1 besser, als ich es könnte. Ich gebe seit Jahren Projektmanagement-Trainings, inzwischen sehr viel zum Thema KI und ein Muster sehe ich dabei in jedem Team. Alle reden über Prompts und das ist auch wichtig, aber das Problem liegt meistens ganz woanders. Es fängt schon damit an, dass bei derselben Frage je nach Person etwas völlig anderes rauskommt, weil jeder seinen eigenen Kontext mitbringt. Denn bei KI entscheidet am Ende nicht der bessere Prompt, sondern der bessere Kontext. Ohne Zugriff auf deine Arbeitsdaten liefert dir jede KI, egal wie gut sie ist, nur Durchschnitt. Egal wie geschickt du fragst. Klar, du kannst alles per Copy-Paste ins Fenster packen, aber dann bist du eben der Kontextlieferant. Jeden Tag aufs Neue. Merk dir diese Frage, die kommt gleich nochmal. Ein Level weiter, in Level 2, zieht die KI in dein Tool ein. Hier in A-Work findest du an vielen Stellen diesen Knopf Frag AI. Ein Klick und A-Work schlägt mir vor, was hier gerade sinnvoll ist. Zeige überfällige Aufgaben, verschiebe Fälligkeiten. Ich muss keinen Prompt schreiben, ich klicke einfach auf das, was ich brauche. Und genau das ist Level 2. Fertige Aktionen, die da liegen, wo du sowieso arbeitest. Bei den Docs, also dem Ort, wo ich alles rund um meine Projekte dokumentieren kann ich zum Beispiel den Text markieren und in der Formatierungsleiste taucht dann ein KI-Menü auf. Übersetzen, zusammenfassen, Schreibstil verbessern oder eine Aufgabe daraus erstellen. Wieder bekomme ich auf Knopfdruck hilfreiche KI-Aktionen, da wo ich sowieso arbeite. Und genau hier gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Auf Level 3 lernt die KI jetzt dein Projekt kennen. Der Assistent lebt direkt im Workspace. Du öffnest ihn hier unten in der Leiste und was sofort auffällt, er zeigt oben an, wo du gerade bist. Ich bin gerade hier in meinem Dashboard, also weiß er das auch. Du musst ihm also nicht erklären, worüber ihr redet. Und dieser Assistent kennt eben nicht nur ein Projekt von dir, er kennt auch die anderen Projekte, deine Kunden, dein Team und die Auslastung. Und dann wird es eben extrem hilfreich, wenn du mehrere Kunden hast, mehrere Teams parallel betreust. Das klingt vielleicht jetzt nach einem kleinen Detail, aber das ist genau der Punkt, an dem es vielleicht kippen kann. Wenn du mehrere Kunden, Marken und Teams parallel betreust, vermischt eine vielleicht normale KI ohne sauberen Zugriff schnell die Dinge, die nicht zusammengehören. Oder sie denkt sich einfach was aus. Ganz kurz nebenbei, weil wir sowieso hier gerade sind. A-Work hat gerade sein größtes Design-Update ever ausgerollt. Alles ist kompakter und cleaner geworden.
geworden. Es passt einfach mehr auf den Bildschirm. Vorher war es ein Ticken bunter, was mir ehrlich gesagt auch sehr gut gefallen hat. Aber die Leiste hier unten ist wirklich sehr, sehr praktisch mit der Suche, dem Timer und die KI finde ich natürlich super praktisch. Und jetzt probieren wir das gleiche Experiment von Level 1 hier auch nochmal. Also dieselbe Frage, wie ist der Stand im Projekt? Gib mir ein Status-Update für den Kunden. Und wir schauen jetzt, was passiert. Die KI arbeitet sichtbar in Schritten, holt sich den Fortschritt, Termine, Meilensteine und die letzten Aktivitäten. Und das kommt dabei raus. Von 22 Aufgaben sind 5 abgeschlossen, 8 sind in Bearbeitung, eine Aufgabe ist im Review, kein Platzhaltermärchen, sondern der echte Stand aus meinen echten Projektdaten. Gleiche Frage, komplett anderes Ergebnis und das ist der ganze Unterschied. Und der Assistent antwortet nicht nur, er handelt auch. Hier hatte ich ein chaotisches Kundenbriefing in einer Aufgabe stehen. Und ich sage einfach, leg mir das als Unteraufgaben an. Er arbeitet jetzt ein paar Schritte, fragt vorher nochmal nach, ob er wirklich auch die Unteraufgaben einfügen soll. Und dann stehen hier 8 saubere Unteraufgaben im Projekt. Diese Rückfrage finde ich übrigens wichtig und gut, weil die KI soll ja nicht ungefragt einfach in deinem Projekt rumräumen. Aber, und das ist die Grenze von Level 3, das alles passiert innerhalb von A-Work und du musst selbst prompten. Und dein Projekt lebt ja vielleicht nicht nur hier. Und damit kommen wir zu Level 4. Und hier fällt die Grenze zwischen deinen Tools weg. Denn dein Projekt lebt ja, wie gesagt, vielleicht nicht nur in A-Work, sondern es gibt auch Mails, Dokumente, Slack, dein Kalender. Und bisher musste die KI immer an dieser Grenze Halt machen. Möglich macht das Aufbrechen dieser Grenze ein offener Standard namens MCP. Stell es dir so vor wie ein USB-C-Anschluss. Einmal anstecken und 2 Systeme verstehen sich. Und das Schöne ist, das funktioniert in beide Richtungen. Richtung 1 sieht so aus, du holst deine A-Work-Daten dahin, wo du gerade arbeitest. Ich sage zum Beispiel hier in Claude, das nutze ich sehr viel, zieh mir die Projektdaten von einem bestimmten Projekt, hier das Klangwiesen-Projekt vom letzten Monat, rechne die Stunden zusammen und baue mir daraus einen Report. Die KI holt sich die Daten jetzt selbst, rechnet, schreibt und wenn du Slack oder dein Postfach auch angebunden hast, läuft die ganze Kette in einem Rutsch durch. Schau dir mal dieses Ergebnis an von diesem Report. Ich finde das echt unglaublich, was die KI in wenigen Sekunden oder Minuten drauf hat. Und einrichten dauert auch nur ein paar Minuten. Connector hinzufügen, mit dem A-Work-Account anmelden und fertig. Und keine Sorge, die KI kann dabei nur das, was du auch selbst einstellst und erlaubst. Richtung 2 sieht so aus und die finde ich fast noch spannender. A-Work kann sich auch selbst mit deinen anderen Tools verbinden. Schau dir hier mal die Liste an. Slack, Notion, Google Workspace, Microsoft 365, HubSpot, GitHub, über 30 Stück und ganz unten kannst du sogar deinen eigenen Server eintragen. Das heißt, du musst gar nicht mehr rausgehen aus A-Work, die anderen Tools kommen zu dir. Aber eins gilt auf Level 4 immer noch. Du startest jeden dieser Workflows selbst. Die KI wartet, bis du sie losschickst. Und das ändert sich jetzt. Jetzt kommen wir zu Level 5. Und da arbeitet die KI komplett ohne dich. Als quasi KI-Kollegin. In A-Work heißt das A-Work Agents. Wichtig vorneweg, das ist derzeit noch in Entwicklung und noch nicht öffentlich. Was ich dir jetzt zeige, kann sich bis zum Launch also noch ändern. Aber ich konnte es schon testen und ehrlich gesagt hat mich das Ergebnis wirklich überrascht. Ich mache das mal an einem Beispiel, das du in Projekten kennst. Du hast ein laufendes Projekt und die eigentlich wichtige Frage lautet, wie es dem Projekt eigentlich geht. Nicht wie das Bauchgefühl ist, sondern was die Daten sagen. Überfällige Aufgaben, Auslastung im Team, Budget im Verhältnis zum Fortschritt. Hier unten in der Aufgabe sitzt neben dem Feld für die zuständige Person ein zweites Feld. Und da wähle ich jetzt keinen Kollegen aus, sondern einen Agenten. Hier in diesem Fall ist es der Projekt Health Agent. Ich könnte hier noch eine Anweisung geben, aber ich kann es auch so lassen. Ich muss nichts prompten, ich habe einfach nur eine Aufgabe abgegeben. Und ab hier passiert alles ohne mich. Der Agent stellt die Aufgabe selbstständig auf in Bearbeitung, holt sich die Aufgaben, die erfassten Zeiten, das Budget und die Auslastung im Team und meldet sich 2 Minuten später mit einem fertigen Report zurück, den er drüben im Projekt an der richtigen Stelle abgelegt hat. Und der Report hat es in sich. Ganz oben steht das Urteil. Kritisch. 8 von 17 offenen Aufgaben sind überfällig, 2/3 des Zeitbudgets sind verbraucht, aber gerade mal 1/5 der Aufgaben ist erledigt. Genau die Schieflage, die man im Alltag vielleicht zu spät bemerkt, weil sie in keiner Einzelansicht auftaucht. Ich habe das übrigens nachgerechnet, weil ich es wissen wollte. 320 Stunden Budget, 213 davon verbraucht, 22 Aufgaben, 5 fertig. Es stimmt auf die Nachkommastelle. Das ist keine KI, die gut klingt und gut rät, sondern eine, die rechnen kann, die weiß, was
was sie tut, weil sie eben an deinen echten Daten hängt. Und genau das hätte mich jetzt eine halbe Stunde gekostet. Zahlen zusammensuchen, in Excel schieben, Prozente bilden. Also die Sorte Arbeit, die einfach nur mühsam ist, ewig dauert und hier in 2 Minuten von der KI erledigt wird. Und was ich fast noch wichtiger finde, ist, dass der Agent nichts beschönigt. Aber er übertreibt auch nicht. Bei 2 Kennzahlen steht schlicht nicht prüfbar, weil ihm dafür die Grundlage fehlt. Und unter seiner Empfehlung steht der Satz, dass durch diesen Health-Check keine Umplanung erfolgt. Der Agent räumt also nicht eigenmächtig in deinem Projekt herum, er legt dir das Ergebnis hin und du entscheidest, wie du damit umgehst. Das ist der eigentliche Sprung auf Level 5. Ich habe nicht besser gefragt, nicht besser gepromptet. Ich habe einfach delegiert an jemanden, dem einmal beigebracht wurde, wie er diese Aufgabe erledigen soll. Und weil das zentral hinterlegt ist, bekommt meine Kollegin oder mein Kollege morgen genau dasselbe Ergebnis in der genau selben Qualität. Und damit schließt sich der Kreis. Auf Level 1 fütterst du die KI per Copy und Paste. Auf Level 5 liegt der Kontext einmal sauber im System. Sobald die Agenten live gehen, mache ich dazu auch nochmal ein eigenständiges Video. Welche vorgefertigten Agenten es schon gibt, was die können und wie man sich natürlich auch eigene Agenten erstellen kann. Lass gerne ein Abo da, wenn du das nicht verpassen willst. Zum Schluss noch mein Fazit. Ich bin immer wieder so fasziniert davon, was die KI alles kann und wie hilfreich das in Projekten ist. Ich bin mir sicher, dass alleine Level 2 und Level 3 den allermeisten sehr viel im Alltag helfen würde und Level 4 und 5 sind absolute Gamechanger für Teams und größere Projekte. Wenn du es jetzt selbst mal ausprobieren willst, es gibt eine 14-tägige Testphase von A-Work mit vollem Funktionsumfang, ganz ohne Zahlungsdaten. Den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du meine Level fandest und auf welchem Level du dich gerade befindest. Wenn du jetzt noch mehr Videos zu A-Work sehen willst, dann schau dir doch meine Playlist zu diesem Tool an. Also bis gleich dann im nächsten Video. Gute!